Hallo, ich bin der André vom SIP. Schön, dass ihr wieder da seid. In der heutigen Folge unserer Tutorial-Serie von Alex Tourenroller baue ich das Getriebe zusammen, und zwar mit unserem nagelneuen Lusso-Getriebe. Die erste Frage, die sich vielleicht stellt: Warum Lusso? Lusso in Italien, das Acrobaleno-Modell, das war die letzte Entwicklungsstufe, die Piaggio an dem Schaltgetriebe der Vespas noch vorgenommen hat. Die Besonderheit ist, dass hier so kleine Vertiefungen sind, und in diese Vertiefungen kann das Schaltkreuz einrasten im 2., 3. und 4. Gang. Das bedeutet, wenn der Motor dann, wenn stark beschleunigt wird, verdreht sich das Schaltkreuz minimal und hat eigentlich kaum noch eine Chance, seitlich aus diesen Vertiefungen raus zu flutschen. Und das bedeutet, dass eigentlich ein Gangspringen fast nicht mehr möglich ist. Dieses Getriebe passt in alle Large-Frame-Motoren, die an der Antriebswellen-Schaltrastenseite dieses Nadellager haben. Wichtig ist, wenn man diese Antriebswelle in einen alten Motor einbaut oder in einen beliebigen Motor, wichtig ist, man muss auch eine Lusso-Schaltraste benutzen und einen Lusso-Schaltrastenbolzen und ein Lusso-Schaltkreuz natürlich. Wo wir gerade beim Schaltkreuz sind, das Schaltkreuz ist ein Verschleißteil. Das Schaltkreuz ist relativ weich, weil nämlich die Zahnscheiben gehärtet sind. Also es gibt auf dem Markt einige härtere Schaltkreuze, die sind verschleißbeständiger, das ist sicher richtig. Problem ist, dann verschleißen halt die Zahnscheiben. Zahnscheibe kostet 60 €, Schaltkreuz kostet 20 €. Beim Getriebe ist immer auch eine Frage Übersetzung. Das ist ein bisschen komplex mit der Übersetzung. Am besten, man hat einen Getrieberechner und spielt da mal selber ein bisschen rum. Ich versuche mal einen kleinen Tipp zu geben. Also grundsätzlich, die Fahrwiderstände für so ein Fahrzeug, je schneller das Fahrzeug wird, desto stärker steigt der Fahrwiderstand an. Zum Beispiel Luftwiderstand geht quadratisch ein. Das bedeutet, für eine doppelte Geschwindigkeit brauche ich die 4-fache Motorleistung. Also das wäre die Linie hier. Ja? Und normalerweise geht ein Fahrzeughersteller dann her und sagt, okay, dann machen wir es mit dem Getriebe genau umgekehrt. Am Anfang machen wir starke Sprünge und dann nach hinten her sind die Gänge fast gleich alle, um halt einfach nur noch ein bisschen die Geschwindigkeit zu steigern. Das gibt dann so eine Art lineare Beschleunigung. Piaggio hat es an den PX-Modellen irgendwie anders gemacht. Die Piaggio-Übersetzungen, die steigen nach hinten raus eher noch an. Also es ist eher so, man hat ein Dreiganggetriebe für die Stadt, mit dem man leicht anfahren kann, auch wenn man voll beladen ist, zu zweit und auch an der Steigung steht. Und dann hat man nochmal einen 4. Gang, das ist so eine Art Überlandgang. Der ist deutlich länger als 1., 2., 3. Das hat für uns als Tuner dann aber das Problem, wenn wir immer nur so einen begrenzten Drehzahlbereich haben, in dem unser Reso ist, in dem wir hohe Leistung haben, und wir dann von 3. in 4. Gang so einen riesen Sprung haben, dann kommen wir da nicht mehr in Reso, und das ist nicht so toll. Das kann man verändern, indem man eine andere Nebenwelle nimmt. Also erstens, der erste Schritt wäre einen kurzen 4. Gang als Zahnrad. Auch den produzieren wir jetzt für euch. Das wäre auf jeden Fall der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist dann sicher, dass man auf eine andere Nebenwelle geht. Das ist zum Beispiel 12, 13, 16, 19. Das heißt 3. kurz, 4. sehr kurz. Das kompensiert man dann über ein längeres Primär. Und der 4. bleibt dann im Endeffekt gleich, aber 1., 2., 3. werden länger und dadurch werden die Abstände zwischen den Gängen weniger weit. Das hier ist ein Z62 Primärs, also mit das längste, das überhaupt erhältlich ist. Es ist gerade verzahnt. Die Geradverzahnung hat einen Vorteil, die entlastet, also es werden keine seitlichen Kräfte mehr auf die Nebenwelle ausgeübt, das entlastet die Nebenwellenaufnahme. Die Nebenwellenaufnahme im Motorgehäuse, das ist diese Stelle,
Und das ist, wenn man sich das genau anschaut, das ist eine sehr dünne Stelle, sehr dünnwandig. Und das ist in meinen Augen mehr oder weniger die Achillesferse von so einem Large-Frame-Motor. Also manche Motoren reißen da sehr gerne. Und es gibt noch, es ist dann immer ein teurer, aufwendiger Motorschaden. Und es gibt da neben der Geradverzahnung von diesem Zahnrad gibt es also noch einen zweiten Trick, mehr nicht wirklich, den man unbedingt machen sollte. Also man sollte ein Reparaturkit für die Primär mit massiven Federn einbauen, also starken Federn. Weil was nicht passieren sollte, ist, dass die Federn auf Block zusammengedrückt werden und dann der Ruck am Antrieb durchs ganze Getriebe durchschlägt, weil dann führt das zu Zahnverlust. Oder auch zu einer gerissenen Nebenwellenaufnahme, was teuer ist. Ja, das wäre es soweit. Erstmal zu diesem Getriebe. Ich baue das jetzt erstmal zusammen, distanziere das aus, wie immer. Wir haben bei den Zahnrädern das so gemacht, dass wir immer die Beschriftung auf die Außenseite gemacht haben, sodass man sich beim Zusammenbauen relativ leicht orientieren kann. Wenn ich es jetzt so hinmontiere, so draufsetze und mich die Beschriftung anschaut, dann habe ich es richtig rummontiert. Muss ich also gar nicht mehr überlegen. Dann Nebenwelle. So passt es nicht. So passt's. So. Es ist wichtig, dass man hier immer gleich alle Nieten ins Blech tut, weil wenn da eine Niete fest ist, dann kriegt man die anderen nie wieder durch. Also müssen alle gleich drinnen sein. Dann haben wir Nebenwelle, Antriebswelle, so gehören die zusammen. Dann brauchen wir hier eine Achse, die beiden Lager. Achse Nebenwelle habe ich hier, da wo die Nadeln sitzen. Da sieht man oft, dass die Lauffläche nicht mehr gut ist, die kriegt so Pitting, sagt man. Da fehlen dann auf jeden Fall Stücke in der Laufbahn, darum habe ich hier auch eine neue genommen, sonst hätte ich die alte wieder hergenommen. Dann haben wir hier den wunderbaren Nietbock. Das ist mein Namensvetter, Lager. Tja, ist klar, dass das als letztes in der Verpackung war, oder? Nebenwelle auch fast fertig. Antriebswelle, Nebenwelle sind fertig, die können jetzt noch rein ins Gehäuse. Ich sage schon mal Tschüss, verabschiede mich, danke für die Aufmerksamkeit. Würde mich freuen, wenn wir uns bei der nächsten Folge wiedersehen. Da zeige ich euch unsere coole neue Kupplung, eine Inverskupplung. Ich freue mich schon, ich hoffe ihr auch. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.